Ich finde das sehr wichtig, dass die älteren Menschen mit dem Internet umgehen können und sich Informationen aus dem Netz holen können. Und es gibt so viele Sachen wie die Deutsche Bahn, wenn sie wegfahren wollen, die auch Reisen anbieten. Und auch Gesundheitsfragen, die kann man ja auch übers Internet abfragen. Viele, viele Sachen. Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Ein wichtiges Kapitel im Altersbericht ist Bildung, Beratung und Begleitung älterer Menschen. Und dort sichten wir viele Ansätze, die sich damit beschäftigen, wohnortnahe und niedrigschwellige Angebote anzubieten oder zu entwickeln und anzubieten. Die Aussage, ich brauche das nicht oder ich bin auch so bisher gut klargekommen, ist die häufigste, die wir hören, wenn es um Technik- und Medienkompetenzerwerb geht. Also das ist die Barriere Nummer 1, dass der Nutzen nicht erkannt wird, den es zur Bereicherung meines Lebens haben könnte. Und dann nutze ich es auch nicht, ist klar. Also diejenigen, die geistig fit sind, die auch körperlich noch ein Kursangebot auch suchen, für die gibt es Angebote, aber es gibt ja auch knapp 2 Millionen Menschen, die in Wohneinrichtungen leben. In betreutem Wohnen, in Seniorenresidenzen, die da noch ihre eigenen Aktivitäten verrichten können, aber viele auch, die in Pflege sind. Und die sind natürlich darauf angewiesen, dass die Einrichtung selbst überhaupt einen digitalen Zugang hat. Also Technikbotschafter sind eigentlich Menschen, die Spaß haben, anderen älteren Menschen den Umgang mit Technik zu lernen. Ältere Technikbegleiter oder Technikbotschafter haben ein gutes intuitives Verständnis für die Lernbesonderheiten im Alter, sind halt selber in der Lebensphase, können das gut nachempfinden. Und wir brauchen Technikbotschafter, weil wir in Deutschland ungefähr 9 Millionen ältere Offliner haben und auch die online sind, sich da mit geringeren Kompetenzen im Netz bewegen. Und es einfach wichtig ist für die soziale und digitale Teilhabe älterer Menschen, sie da mitzunehmen. Manchmal muss man ja auch so sagen, muss ich die Scheu nehmen. Ne? Ich habe jetzt eine Gruppe in Gelsenkirchen, die jetzt einen Chatraum auch mit ihren Namen haben. Das habe ich denen dann alles erklärt und dann hatten sie hinterher gesagt, ach, das finden wir ja schön, du bist unsere Technikfee. Flächendeckend Freiwilligeninitiativen zu haben, wären dann möglich, wenn erstmal Kommunen erkennen, dass das überhaupt ein Feld ist, um das sie sich kümmern müssen, also Technikbildung in der nachberuflichen Lebensphase. Und dann bräuchten wir große Förderprogramme, die das auch sozusagen erzwingen, dass es flächendeckend in Deutschland solche Lern- und Erfahrungsräume gibt und solche Initiativen. Viele Kommunen haben eine Digitalstrategie, da kommen die Alten nicht vor. Und sie haben einen Altehilfeplan, da kommt das Digitale nicht vor. Und das muss endlich in Zeiten des demografischen Wandels zusammengeführt werden. Wichtig wäre mir noch zu sagen, dass wir zukünftig die digitale Bildung nicht allein Ehrenamtlichen überlassen. Das ist schön und dass wir da Engagement haben und das sollten wir auch unbedingt stärken, damit die ihrer Tätigkeit gut nachgehen können. Aber es braucht eben auch eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und eine politische Förderung und Strukturen, damit das auf nachhaltigen Füßen steht. Auch Forschende haben da eine große Verantwortung, auch den Aspekt der Lernförderlichkeit bereits in der Technikkonzeption, Technikforschung und Entwicklung mitzudenken. Die 8. Altersberichtskommission empfiehlt: Ältere Menschen sollten die Möglichkeit haben, kostenfrei und unverbindlich digitale Technik auszuprobieren. Solche Angebote können den Einstieg in die Nutzung digitaler Technik erleichtern. Dazu braucht es mehr wohnortnahe und niedrigschwellige Beratungs- und Lernangebote, die inhaltlich und didaktisch den unterschiedlichen Bedarfen älterer Menschen entsprechen. Die Kommunen und andere örtliche Träger sollten bei dem Auf- und Ausbau solcher Angebote durch die Länder und den Bund stärker unterstützt werden.